Moin, ich bin Simon. Keine Angst, Harald geht's gut. Der ist aber heute auf Kaffeefahrt und daher habe ich heute die Ehre, euch 3 besondere Features zu unserem Cooliner zu erzählen, die ihr auf diese Art vielleicht noch nicht gehört habt. Heute wird's hecklastig, aber nur thematisch. Ein Feature ist die Türdichtung unseres Heckportals, welche in erster Linie dicht hält. Wer hätte es gedacht? Aber wusstet ihr, dass hier noch deutlich mehr hintersteckt? Neben der leichtgängigen Bedienbarkeit spielt diese auch im Kontext Peak eine entscheidende Rolle. Zur Erinnerung, Peak ist die Zertifizierung über die Beregelung des Lärmpegels bei der nächtlichen Auslieferung. Harald hat dazu mal ein detailliertes Video gemacht, schaut es euch gerne an. Also haben wir bei der Entwicklung darauf geachtet, dass diese leise zu öffnen und zu schließen sind. Kommen wir zum modularen Heck. Hier ist der Name Programm. Egal ob verschiedene RAM-Puffer, die Rampenanfahrhilfe oder der Roll Compression Buffer, der Kreativität sind bei der Heckgestaltung keine Grenzen gesetzt. Apropos Roll Compression Buffer, diese sind genau wie alle anderen Elemente am Heck einfach nachzurüsten und können im Verschleißfall leicht ausgetauscht werden. Lange Werkstattaufenthalte damit Fehlanzeige. Last but not least kommen wir zu einem wichtigen Sicherheitsfeature von unserem Cooliner, denn Sicherheit steht bei Krone immer an erster Stelle. Daher sind die Umrissbremsleuchten beim Kühler immer Serie, optional, auch mit der, wie man hier sieht, verbauten Blinkfunktion. Damit wissen Hinterfrau oder Hintermann immer, in welche Richtung es geht oder ob der Anker geworfen wird. Nächste Woche gibt es dann wieder, wie gewohnt, unseren Harald zurück.